Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Fett löst Silberanstieg aus. Disclaimer. Fett löst Silberanstieg aus. Fettchef Powell kündigt heute kleine Zinsschritte an, womit die Inflation nicht bekämpft werden kann und eine Finanzkrise wieder die Schlagzeilen rücken wird. In Folge steigen Gold- und Aktienmärkte an und der Dollar gibt nach. Wir erleben heute wieder exemplarisch, was in den letzten Monaten in den Videos beschrieben wurde. Silber steigt heute um 4% auf 22,17 Dollar, womit die schwarze Trendlinie, die sich seit März gebildet hat, durchbrochen wurde. Goldaktien steigen daraufhin ebenfalls weiter und GDX und GDXJ erreichen wieder das Niveau vom Juni. Ja, wir haben mittlerweile wieder eine ganz andere Situation als noch vor über einem Monat, da wo wir am absoluten Tief waren. Der Pessimismus war groß. Mittlerweile fließt einiges Geld in diesen Sektor jetzt wieder. Goldaktien beginnen das Interesse zu wecken von smarten Investoren und die Preise beginnen auf auf breiter Basis doch merklich zu steigen. Äh, Insgesamt ist es immer noch nicht sichtbar natürlich für die breite Masse. Trotzdem ist es ein höheres Volumen da. Trotzdem, wir haben Anstiege. Die Abwärtstrends sind bei Goldaktien jetzt auf breiter Basis gestoppt. Wenn der Anstieg von Silber jetzt weitergehen sollte, wir erwarten ja vielleicht irgendwo im Dezember, Januar die 25 und Sie wissen ja, die 25 hatte ich ja in einer der letzten Videos gemacht, könnte dann den Ausbruch von Silber Richtung 30 bis 40 Dollar bedeuten. Das ist klar, es ist eine Verdopplung für Silber, aber das wirklich entscheidende Ereignisse sind der Anstieg der Goldaktien, die sich dann eben nicht nur verdoppeln, sondern eben teilweise 15, 20, 30, 40, 50-fache vermutlich in dieser Situation steigen. Also im Wesentlichen werden die Goldaktien eigentlich ähm, von der absoluten am Boden liegen, überhaupt wieder zum Leben erweckt. Und viele Penny Stocks Aktien werden in diesem Zusammenhang in den Dollarbereich steigen. Und wenn die Mania oder das Interesse an Gold- und Silberaktien dann weiter steigt, sogar in den Mehr-Dollar-Bereich. Eine ungeheure Chance. Ja, angehender Silberproduzent Peru, Kanada. Marktkapitalisierung stimmt nicht. Ich denke, das waren 26 Millionen kanadische Dollar. Hohes Risiko. Also das Silberprojekt Britannia befindet sich in den Kordilleren zentral. Das Gebiet beherbergt zahlweise Mineralien, darunter epithermale Gold, Silber, Porphyroische, Kupfer, Gold, Molybden und Zink, Kupfervorkommen. Die Mine Betania befindet sich entlang einer Hauptverwerfungslinie im Nordostrichtung innerhalb der epithermalen Gold-Silber-Gürtel in Südperu. Hier sehen Sie das. Hier ist unten links, hier ist Lima und es ist dann davon südlich, auch gar nicht so weit von der Küste entfernt. Aktuell haben die ungefähr 10 bis 11 Millionen Unzen Silber, hochgradiges Silber, 332 Gramm pro Tonne bzw. 249 Gramm pro Tonne. Es ist eine Produktion von circa 2 Millionen Unzen anvisiert. Das Gebiet, so vermuten viele Experten, beherbergt mindestens 20 Millionen Unzen Silber. Aber wie gesagt, das sind hier erstmal die nachgewiesenen Ressourcen. Ich habe jetzt den Potenzialfaktor weiter unten mit 20 Millionen kalkuliert. Bei einer Marktkapitalisierung 26 Millionen kommen wir dann auf einen Potenzialfaktor von 38. Das heißt, diese Aktie könnte um das 38-fache steigen, wenn Silber bei 50 Dollar liegen könnte. Das ist bei weitem noch nicht alles. Sie haben eben noch das Projekt Silver Kings in Nord-Ontario. Auch hochgradiges Silber, das sehen Sie unten. Da gibt es eben diese Bohrergebnis mit 3,57 Meter auf 821 Gramm pro Tonne Silber und 0,45 Ons Kobalt, einschließlich 1756 Gramm pro Tonne Silber und 0,71% Kobalt. Das alles ist im Potentialfaktor nicht eingepreist und es könnte eben sein, dass es dadurch eine
eine zweite Mine entsteht, mit dementsprechende Produktion in absolut sicherem Rechtsgebiet. Das ist das Interessante. Es ist auf historischen Gebieten. Wie gesagt, das CARE-Projekt gehört auch dazu. Das ist auf einem 900 Hektar großen Landpaket, das mehrere historische Silberminen umfasst: Crown Reserve, Care Lake, Larsen, Drumgold, Conseil, Silverleaf etc. Und in diesem Gebiet wurden in der Vergangenheit von 1905 bis 1970 über 50 Millionen Unzen Silber produziert und 900.000 Pfund Kobalt. Die haben auch ein Joint Venture mit Kobaltunternehmen in der Region. Die ganze Stadt heißt übrigens da auch Kobold in der Region. Und das, sage ich mal, zumindest ein interessantes Beitprodukt für das Unternehmen. Ja, also haben bestehende Produktion, haben vermutlich 20 Millionen Unzen Silber, könnte trotzdem noch weit größer sein. Das Ontario-Projekt ist noch gar nicht weiter hier eingepreist. Daraus könnte auch eine Mine entstehen. Also hat durchaus gutes Potenzial, das Unternehmen. Charttechnisch sehen Sie auch, das Unternehmen hat seinen Boden mittlerweile gefunden und sollte im Grunde genommen früher oder später auch die alten Höhen wieder erreichen. Ja, Goldaktienbullmarkt der 1970er Jahre. Warum interessieren wir uns überhaupt für Goldaktien? Es hatte in den 1970er Jahren diese enormen Anstieg gegeben, von denen kaum jemand weiß. Also Gold- und Silberaktien sind teilweise von 15 an 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Also aus 1000 $ war das gar nicht so selten, dass man eine Viertelmillion machen könnte. Und wir hoffen, dass eigentlich jetzt eine ähnliche Situation ansteht. Sozusagen, das Paradoxe ist, Gold- und Silberaktien sind immer noch völlig unterbewertet. Der Markt an sich oder die Leute glauben nicht an steigende Gold- und Silbernotierung. Das lässt die Gold- und Silberaktien so billig machen. Aber sobald dann Gold über 2000, 2300, was sehr wahrscheinlich ist, früher oder später, wahrscheinlich nächstes Jahr, ist, wird sich das Ganze ändern und sie erwarten dann dürften die Leute auch langfristig 5.000 oder 10.000 erwarten. Und genau das beginnt sich dann in der Vorphase bei den Gold- und Silbermarktzinsen zu manifestieren. Also eine große Möglichkeit, weil eben, Sie müssen wissen, Gold- und Silberaktien steigen im Vorfeld besonders stark. Es hängt eben einfach zusammen, weil sie jetzt völlig noch am Boden sind und überhaupt zum Leben erweckt werden. Das heißt, so ein Bewertungsaufschlag gibt es jetzt in dieser Dimension nur jetzt. Und deswegen ist die Phase für Gold- und Silberaktien, besonders in der Frühphase, interessant. Ja, also was tut man? Man kauft eben Penny Stocks mit großen Ressourcen beispielsweise, in jedem Fall mit Superlativen wie hochgradiges Gold und Silber, wie Top-Management, wie gutes Rechtsgebiet. Ähm, ja, und das alles in der Hoffnung, dass das ist Big Money, wenn es dann früher oder später hoffentlich in den Sektor fließt, genau das bewertet und dann sind sie schon positioniert. Und weil der Markt sehr eng ist, kann es da sehr hohe Bewertungsaufschläge geben. Also eine einmalige Chance, wie sie es eigentlich nicht oft gibt. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, sortieren die nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Gold- und Silberboom vorbei ist? Weiterhin kann ich Ihnen Portfoliovorschlag auch entwickeln mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles im YouTube-Kanal unten ähm, weiter verbunden. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen, das ist zu jeder Zeit in physische Ware gekommen. Auch in Zeiten, wo, sag ich mal, die Edelmetallhändler belagert werden, etc., gibt es vielleicht Abgabemengen, zu lange stehen, überteuerte Preise. Und hier wird das einfach im zollfreien Lager in der Schweiz eingeladen. Eine Überweisung ist da. Sie können sich physisch ausliefern lassen. Und auch wie Sie das hier sehen, einer der günstigsten Bezugsquellen. Günstiger kriegen Sie es nirgendwo am Markt und eigentlich auch in unlimitierten Mengen. Vielleicht in einer gewissen Situation interessant, deswegen ruhig mal angucken, das Unternehmen. Ja, Gold.de ist ein Vergleichsportal, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, immer auf Gold.de schauen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja, da, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten? Also ich arbeite beispielsweise mit DEGIRO Flatex beispielsweise, wo Sie auch im Toronto Stock Exchange handeln können, also an der Heimatbörse. In der Schweiz mache ich das mit Swissquote, da können Sie da ebenso an verschiedene Börsen handeln, ist aber noch umfangreicher.
Ja, wo kann man Edelmetalle einlagern? In der Schweiz und Liechtenstein. Langfristchart von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen. Goldaktienindex, GDXJ und GDX. Goldaktien, Goldratio. Buch auch über Goldaktien. Weitere internationale Diskussionsportale wie COCA. Interviews von Experten wie Uwe Bergert beispielsweise. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Zustellungsprobleme haben, mich einfach per Mail anschreiben oder anrufen. Ich würde Sie dann, sobald ich Zeit habe, zurückrufen. Ja, es gibt in letzter Zeit immer wieder Probleme mit Spam, besonders sage ich mal mit T-Systems Mails. Bitte daran denken, wenn irgendwas nicht kommen kann, dass es vielleicht daran liegt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden, beziehungsweise auch Like drücken. Das hilft nämlich den Algorithmus, dass dieses Video dann auch bei anderen vorgeschlagen wird. Und wenn Sie der Meinung sind, dass eigentlich so viele Leute wie möglich über dieses Sonderphänomen, also diese Unterbewertung dieser Goldaktien im Inflationsumfeld informiert werden sollte, weil meiner Meinung nach könnte das den Leuten wirklich überproportional helfen, wenn die hochgehen. Sie haben zum einen dadurch mehr Geld. Sie brauchen zum Beispiel Beschreibung der Lebenshaltungskosten, wenn es immer schwieriger wird, kein Gold und Silber verkaufen, Sie können Goldaktien und Silberwechsel verkaufen und Sie können mehr Gold und Silber verkaufen. Die Vorteile von Gold- und Silberaktien in dieser Situation liegen wegen dieser Unterbewertung meiner Meinung nach auf der Hand. Ja, nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.